Wir haben uns, ich bin dort vielleicht 32 gewesen, und jetzt bin ich, nein, ich bin nicht 52, wir kennen uns etwa 25 Jahre. 25. Ja, das hat mich völlig irritiert, weil ich ja gar nicht gewusst habe, was Sache ist und was das bedeutet, so eine Muskelkrankheit. Ich habe einfach nur gekannt, es gibt MS, weil ich eine Lehrerin hatte, die MS hatte, aber ich habe nicht gewusst, dass ja das ein sehr breiter Fächer ist von Muskelerkrankungen. Es ist sicher auf jeden Fall die Mutter im Vordergrund gestanden, weil sie ja präsent war. Und man hat ja auch gesehen, ihre Entwicklung in dieser Krankheit. Und dann habe ich gedacht, ja komm, du bist ja einfach der Träger von dieser Krankheit. Das heisst ja nicht, dass das muss zum Ausbruch kommen, oder? Also ich konnte das gar nicht können so richtig einordnen für mich. Für mich ist es einfach so gesehen, dass ich dachte, ja, ja, jetzt schießt der Mann ein bisschen Panik. Das muss ja nicht sein, wenn er ja Träger ist von dieser Krankheit. Hast dann aber dann im Nachhinein anders erlebt. Oder ja gewusst, dass ja dann diese Symptome auch kommen. Und das hat mir schon sehr zu denken gegeben, ja. Also ich habe das gemerkt, einfach so die feinmotorischen Sachen, so hat es ja angefangen mit irgendetwas Einfädeln, einen Faden einfädeln. Du hast ja dort in dieser Zeit noch genäht oder hast kreativ sein und dann auf einmal so, ist mir dann bewusst worden, dass das ja für dich gar nicht mehr so geht. Und das hat mich eigentlich ein bisschen schockiert, oder ich habe das Bewusstsein gekriegt, was das eigentlich heisst, oder? Wenn man mit dem konfrontiert ist und dass es bei dir halt auch halt, reingeschneit hat, die Krankheit. Ja. Das ist lustig, also nein, lustig, nein, es ist sehr interessant, es ist ein Auf und Ab. Also ich begegne dir mal in dieser Woche und dann laufst du ohne Orthese und ohne Stöcke und fädelst irgendetwas ein mit der Hand und in der anderen Woche ist es anders. Wie ich es einfach erlebe, es ist halt einfach jeden Tag für einen Betroffenen sieht das anders aus, oder? Also ich erfahre die immer in verschiedenen Phasen. Und zwar aber nicht progressiv, sondern manchmal kehrt es wieder zurück. Und ich denke, wow, ist ja super, der ist jetzt ohne Stöcke und ohne Prothese, ohne Orthese gelaufen. Und der andere Tag geht es gar nicht. Und die Woche darauf ist wieder alles im Lot. Es ist sehr interessant, das so zu sehen und das auch mich darauf einstellen, wie es ist, oder? Bei mir. Ich habe gemerkt, dass bei der also ich habe gemerkt, wenn wir als zusammen ein Auto fahren, mit dem Reagieren und wenn ich dann halt schwätze, ich bin halt eine Gewasselstrippe beim Autofahren, dass du dich schnell ablenken. Also ich habe gemerkt, dass die Konzentration teilweise nachgelassen hat, ja. Das, Also ich erlebe die Gruppen als mit einem sehr liebevollen Umgang und auch sehr empathisch, wie die Leute aufeinander eingehen. Und ich muss es einfach nochmal anders nachgucken. Ich bin euch lange immer so ein Bewegungsmensch gewesen. Ich bin ja joggen und schwimmen und alles. Für mich ist ja Bewegung oder können wandern und laufen so etwas Essentielles gewesen. Und habe jetzt eigentlich auch Begegnungen mit Leuten, die ja das halt aufgrund von ihren Einschränkungen nicht mehr so geht. Aber ich hatte ganz tolle Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel mit einer Frau, die mittlerweile halt im Rollstuhl ist, die nicht mehr laufen kann. Aber wir sind dann lang wandern. Wir sind in der Fränenschlucht und so. Und das ist so ein toller Austausch gewesen. Und ich habe eigentlich auch gelernt, etwas weg von meiner Fixierung zu kommen, von können meine Beine bewegen. Man kann sich auch ohne Beine bewegen und Glück und Freude empfinden. Das
Ich denke, es ist einmal ein Erfahrungsaustausch und vor allem auch, wie man mit gewissen Sachen auch im Alltag umgeht und was für Strategien man kann entwickeln kann. Und ich denke, das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass die Leute auch in ihren verschiedenen Stadien den Austausch pflegen, weil es ist immer sehr befruchtend, was man da auch für Tipps geben und Informationen. Betroffenen erlebt? Ich habe das sehr toll gefunden und was mich sehr erstaunt hat, für den Professor Sinnreich, ein exakter Wissenschaftler, und er hat absolut super informiert und ich denke auch, er hat eine grosse Empathie auch für die Gruppe von der Myotonen-Dystrophie betroffenen Leuten und er ist auch bereit, auch Tipps zu geben und so. Und er ist auch in der Forschung an diesem Thema von der sogenannten seltenen Krankheit, wobei ich finde, das sind nicht so seltene Krankheiten. Gut, die Pharmaindustrie kann da nicht so viel verdienen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die Vorträge sind sehr, sehr kompetent gehalten und die Leute haben Informationen und auch Tipps gekriegt, wie man mit gewissen Mängel oder mit gewissen Schwächen umgehen. Ja, natürlich profitiert der Vortragende, wenn er in so einer Gruppe kommt, vom Feedback. Und das Feedback ist ja wunderbar gewesen. Die Leute sind ja froh gewesen, wenn sie von wissenschaftlicher Seite Informationen haben. Und er hat ja die Anliegen sehr, sehr ernst genommen. Und ich habe auch gemerkt, wenn die Diskussion eröffnet war, wenn die Leute ihre persönlichen Anliegen eingebracht haben, hat er versucht, Antworten zu geben. Und das hat mich also sehr, sehr toll und empathisch gefunden. Es hat sich schon mein Horizont erweitert, weil man hat ja immer das Bild eigentlich von sich selber und den Wunsch, dass man ganz ist. Und es hat eine gewisse Weichheit gegeben, dass es ja verschiedene Lebensentwürfe gibt. Und ich finde es ganz, ganz toll, was ich jetzt auch erlebt habe in dieser Selbsthilfegruppe, wie die Leute Strategien entwickeln, mit ihren sogenannten Defiziten umzugehen und irgendeinen Weg finden, auch wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel von einem, der sagt, ja, ich gehe jetzt viel laufen. Der Professor Sinnreich hat gesagt, das ist eigentlich nicht so gut. Für ihn ist das so das Mittel. Es gibt verschiedene Wege und es gibt verschiedene Strategien und ich denke, es kommt sehr, sehr gut, wenn die Leute auch reflektieren und selber etwas versuchen. Also ich denke, es gibt ja jetzt so die klassische Medikation, es gibt die klassische Therapie, es gibt die Elektrotherapie, wo ich jetzt eigentlich sehr viel davon halte für die muskelkrank Betroffene. Aber ich denke, man könnte sicher etwas Unterstützendes machen mit Homöopathie oder auch mit Spagierung. Also, und ich bin jetzt eigentlich dran, mir einmal das ganze Krankheitsbild, wie die Symptome aussehen, das ein bisschen anzuschauen und mir auch Gedanken machen, was gäbe es da für homöopathische Hilfestellungen, wo das halt einfach alles ein bisschen mildern und oder könnte unterstützend wirken, nebst klassischen Therapien. Und das würde mir auch eigentlich sehr, sehr Freude machen, mal da über das können dozieren oder mir vor allem für mich auch, es ist für mich auch ein Lehrprozess, Gedanken machen, was heisst das inhaltlich, was gäbe es da für Möglichkeiten, wo könnte man eingreifen, wo könnte man unterstützend eingreifen. Ja, das denke ich einmal auch sich präsent machen. Das denke ich ist einmal wichtig, dass man das wahrnimmt. Und ich denke jetzt, das Projekt, wo da läuft zwischen Erich und mir mit unseren Stimmen, unser Leben. Und ich glaube,
das ist eine fast weltumspannende Geschichte. Also, man kommt hier in die Öffentlichkeit und ich denke, das ist wichtig, Präsenz zu markieren und halt auch das sich zu deklarieren, was Sache ist, was Krankheitsbild ist und wie man unterwegs ist.